Ein Spitzenspiel zu so frühem Zeitpunkt in der Rückrunde gegen Leverkusen zu Hause. Die sind Dritter, wir sind Zweiter, wir jagen immer noch die Bayern. Wir können uns also heute auf Leverkusen schon 7 Punkte, glaube ich, oder 8 Punkte auf Abstand halten. Wenn wir denn heute gewinnen, dann wären wir schon gefühlt Vizemeister. Natürlich noch rechnerisch lange nicht, aber so gefühlsmäßig glaube ich nicht, dass die Leverkusen uns dann noch holen würden. Ja, um mal einen ganz kurzen Abschwenker zu machen zur deutschen Mannschaft. Der stand gestern, der Aufnahme gestern, 5-1 gegen Schottland gewonnen zu Hause. Völlig furios. Richtig gut gespielt, schöne Tore mit dabei. Ja, Musiala, Wirtz und so weiter. Die machen schon richtig Lust auf mehr. Jetzt macht Mamouche vielleicht gleich mal das 1:0 und auch hier Lust auf mehr. Also wirklich sensationell gut reingestartet. Die Stimmung im Stadion grandios, aber auch von den Schotten. Muss man wirklich zugeben, was sie da auch gestern abgerissen haben mit ihren Fans. Allein schon bei der Nationalhymne, das war mega. Gänsehaut pur. Und jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht. Bei den Deutschen ist ja immer das Problem, das verflixte zweite Spiel. Wir haben ja ganz oft in irgendwelchen Turnieren das zweite Spiel ja nicht so gut ausgesehen. Ne? WM 2010, glaube ich, haben wir gegen Serbien verloren. 2014 gegen Ghana nur unentschieden gespielt. Gut, bei der WM 2018 haben wir es dann mal gewonnen. Gegen Schweden, aber dann haben wir halt leider die Gruppenphase nicht überstanden. Ihr wisst, was ich meine. Und von daher, wenn das so weitergeht, wenn wir so weiterhin so fokussiert spielen, dann, glaube ich, ist der Turnierausgang total offen für die Deutschen. Dann kann es wirklich bis ins Finale gehen, bis zum Europameistertitel. Dann kann es natürlich auch schon sein, dass man im Achtelfinale ausscheidet, je nachdem, gegen wen es dann geht. Also ich habe es, glaube ich, schon mal formuliert, irgendwo vorsichtig optimistisch. Und ich hoffe mal, dass es so gut weitergeht. Ich bin gespannt auf die anderen Mannschaften, wie die so reinstarten ins Turnier. Und ja, genau. Jetzt geht aber der Fokus hier aufs Spiel gegen Leverkusen. Die haben gerade schon mal eine richtig gute Chance gehabt, wir aber auch. Normalerweise spielen sie in ihrem 3-4-2-1. Ich glaube, das spielen sie auch diesmal wieder. Aber es wäre halt ungemein wichtig, das Spiel hier heute zu gewinnen. Ja, um halt an den Bayern dran zu bleiben. Und um sie dann vielleicht zu überholen. Ja, und dann um Leverkusen natürlich von Platz 2 weiter fernzuhalten. Mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Vielleicht über Fratesi, Ugarte und Chukwueze. Gut schnell gespielt. Chukwueze setzt sich da nochmal ab. Ugarte und jetzt kommt Mamouche oder auch Martin. Der kann auch gerne schießen, ja. Ah, und Harry Maguire ist da immer noch bei Leverkusen. Also eigentlich sind wir ein Mann mehr. Aber mal schauen. So, Mamouche, sehr, sehr gut. Super Zweikampf. Und jetzt der Ball muss unten durch auf Chukwueze und der muss den Abschluss suchen. Ja, aber nicht mit rechts. Ich dachte mit links so schön ins lange Eck. Aber genauso. Schnell gespielt, vorne rein, den Abschluss direkt suchen und vielleicht mal nach einer Ecke. Über Martin, nächste Chance. Den werden wir auch für 60, 70 Millionen bestimmt wieder irgendwann verkauft bekommen. Da kommt da nochmal an den Ball Martin und wieder. Ich glaube, Mamardashvili ist es immer noch im Tor. Aller guten Dinge sind 3. Wieder Chukwueze, wieder Martin, jetzt aber. Komm, guter Eckball und wieder Martin. Nein, eine Ecke folgt dir nach der anderen. Die 4. Ecke jetzt schon. Wir versuchen es weiter. Vielleicht mal jetzt einen Rechtsfuß. Ne, wir machen wieder Chukwueze, der kommt wieder auf Martin. Ja, diesmal ein bisschen weiter. Raus, Martin! Also ihr seht, ich habe hier viele Varianten, die ich hier machen kann. Ich kann die Kopfbälle machen, ich kann einen Fallrückzieher machen. Mal gucken, wie viele Eckbälle ich hier noch bekomme. Ja, der war leider ein bisschen zu schlecht geschossen. Aber Chancen sind da und auch sehr, sehr gute Chancen. Mamouche. Allein gegen alle. Kostic kommt mit. Mamouche und jetzt Fratesi auf Ugarte. Schnell gespielt und wieder Mamardashvili. Also das ist momentan eine sehr, sehr bockstarke erste halbe Stunde hier von uns. Wir drücken die Leverkusener quasi in ihren Strafraum, in ihre Hälfte. Die kommen gar nicht raus. Und jetzt müsste eigentlich das 1:0 folgen. Victor Boniface, aber dann machen wir natürlich den Jubel gegen seinen Ex-Verein. Da jubelt man natürlich nicht. Ja, aber endlich, der Bann ist gebrochen, der Knoten ist geplatzt und das, wie gesagt, hoch verdient, die 6. oder 7. Ecke schon. Und dann ist Boniface da. Und da kann auch diesmal Mamardashvili nichts machen. Warum sie auch keinen Spieler an zweiten Pfosten stellen, weiß ich nicht. Aber gut, die einen so, die anderen so. 10. Tor von Boniface und somit ist Leverkusen jetzt in der Live
Tabelle, ja, weit weg von uns. Jetzt haben wir nur noch die Bayern vor uns, die wir dann irgendwie holen müssen. Spätestens dann im Spitzenspiel, wenn wir dann gegen die Bayern spielen, hoffe ich, dass wir dann die Tabellenführung übernehmen. Und vielleicht auch schon gerne vorher. So, aber jetzt beginnt Leverkusen wahrscheinlich. Erst richtig. Lookman, Achtung, oh, die sind vorne mit 3 Mann, das war wichtig. Kadiolu, sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir Platz zum Gegenangriff. Martin, schickt da Chukwueze, ja, ganz easy peasy, macht das alleine. Ja, müsste eigentlich... Hätten wir eigentlich alleine machen müssen, da war Boniface noch nicht frei. So, nächste Chance, aufgepasst. Forsberg, Moledo. Ja, sie schaffen es bislang nicht so druckvoll nach vorne. Finde ich gut. Die müssen jetzt hier rumspielen, weil wir auch die Passwege sehr gut zulaufen. Aber aufgepasst. Irgendwo findet sich da eine Lücke. Orban. Altbekanntes Gesicht. Schade, hätte ich den nochmal behalten und Boniface so einfach mit dazu gekauft. Dann hätte ich echt auch eine sehr, sehr starke Offensive. Habe ich auch jetzt schon. So ist es ja nicht, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. So, und hinten rausgespielt. Jetzt fehlt natürlich Chukwueze, aber Boniface ist vorne. Alleine gegen alle. Kadiolu. Ja, super viel Platz. Martin in der Mitte läuft schon. Jawohl. Schön direkt gespielt, Martin. Ach, hätte ich noch mal warten müssen. Schade, schade. Aber weiter geht's. Komm, Chukwueze. Da wäre die Chance wahrscheinlich noch ein bisschen größer gewesen. Ja, es sieht gut aus. Also, erste Halbzeit rum. Viel Druck gemacht, viele Eckbälle hintereinander. Der vierfache Martin und dann der einfache Boniface. Aber wir führen halt nur 1-0. Das ist ein ganz, ganz gefährliches... Du liebe Zeit, ey. 12:2 Schüsse. Das ist ja ein Zwei-Klassen-Unterschied. Aber es steht halt nur 1-0. Das ist echt saugefährlich. Ihr wisst es, ihr kennt es selber wahrscheinlich, wenn ihr dieses Spiel spielt. 1:0 ist nie sicher. Selbst ein 2:0. Das ist auch mit das gefährlichste Ergebnis. Deswegen direkt ein zweites hier nachlegen und dann haben wir ein bisschen Ruhe. Vielleicht. Zigankov. Mamouche ist da. Ja, nein. Och, jetzt pfeift er wieder jeden Scheiß hier ab. Normaler Zweikampf gewesen. Egal, weiter geht's. Orban. Oh, das ist ein ganz blöder Ball, weil Kanisici holt ihn sich. So, und leitet ein. Zum Gegenstoß. Fratesi, Mamouche. Ja, und dann nehmen wir hier Chukwueze mit. Jawohl, richtig gut gespielt. Kommt, zieh durch, Junge. Das ist die Chance aufs 2:0. Aber die Latte hat was dagegen. Schade, schade. Aber genauso weitermachen. Diese Angriffe, die müssen wir bis zum Ende durchspielen. Auch wenn die ja dann halt mal nicht reingehen. Dann brauchen wir halt 1, 2 Versuche mehr. Aber genauso müssen wir das machen. Richtig gut. Es fehlt das zweite Tor. Wir müssen uns jetzt hier früh in der zweiten Halbzeit belohnen. Wieder Chukwueze, ja. Schade, auch wenn er den jetzt nicht gewinnt, den Zweikampf. Aber er macht auch so viel mit nach hinten. Hier, Defensivarbeit läuft. So, und jetzt Fratesi, der hat viel Platz, sucht den Abschluss. Ja, also Mamardashvili ist der beste Mann heute. Würde mich nicht wundern, wenn der die beste Zensur bekommt. Grimaldo und Frimpong sind, by the way, Links- und Rechtsverteidiger. Oder Left Wingback und Right Wingback. Bei uns kommt Chukwueze und wieder Martin. Ich glaube, nach einer Ecke wird er heute nicht treffen. Da können wir noch 10 Ecken auf den schlagen. Er hat jetzt sehr oft es per Kopf versucht. Oder mit dem Fallrückzieher, hat auch leider nicht geklappt. So, Mamouche auch wieder fair. Oh, fair im Zweikampf. Er pfeift nicht ab. Da hätte ich auch eigentlich mit dem Pfiff gerechnet. Oh, Mamouche gegen Casale. Holte sich aber wieder. Boniface, Fratesi, vielleicht mal mit dem Zirkel. Ja, wieder Mamardashvili. Also wir werden am Ende bestimmt 20 Schüsse gefühlt haben. Wir haben ja jetzt schon wieder 3 oder 4. Und wir führen nur 1:0. Das ist halt eigentlich ein Treppenwitz. Aber gut, manchmal hast du so Spiele. Wir können nicht viel besser spielen. Also hinten lassen wir bislang nichts tun in Halbzeit 2. Wir gehen vorne richtig gut drauf. Das ist ein gutes Pressing heute. Und vorne müssen wir halt nochmal
einmal uns ein bisschen mehr konzentrieren und dann das zweite Ding machen. Also es ist echt sehr, sehr schwach von Leverkusen. Soll mir recht sein. So, da Martin, genau. Nee, eigentlich nicht. Dann machen wir es halt so über Guardiola. Jetzt aber Chukwueze. Martin, Boniface und jetzt aber rein damit. Und wenn wir es nicht schaffen, dann steht halt irgendein Gegenspieler dazwischen. Das ist auch sehr, sehr bitter. So, aufgepasst. Grimaldo kommt. Oh, gegen Guardiola. Der ist natürlich auch leider schnell. Flanke kommt. Achtung, Akanji ist aber da. Das, was wir dann wegverteidigt bekommen, müssen wir dann auch machen. Fratesi, Guardiola. Oh, nicht so gut geklärt. Achtung, jetzt die Chance. Oh, wichtig, Ugarte, dass der dazwischen war. Nächste Chance zum Umschalten. Chukwueze. Ja, Boniface ganz unten. Jawohl, schönes Ding. Ah, kommt nicht an. Schade. Der hätte halt wirklich mal ankommen müssen. Und Leverkusen kommt. Die machen es jetzt auch schnell über Orban. Frimpong, Fratesi. Kostic ist da. Oh, Glück gehabt. Ja, jetzt beginnt so die heiße Phase in diesem Spiel. Wo wir wirklich nochmal ein bisschen Fokus brauchen und natürlich jetzt auch mal endlich das zweite Tor. Das lang ersehnte zweite Tor. Guardiola gegen Maguire, den frisst er zum Frühstück. Im besten Fall, jawohl, Guardiola, Boniface. Und Chukwueze, allein gegen alle. Chukwueze. Und immer wieder Mamardashvili. Also so ein Spiel hatte ich auch selten, wo wir wirklich sehr, sehr viel Druck machen, wo der Keeper quasi bester Mann ist. Oh, Sebastian Aller. Oh, oh, oh. Der wird doch wohl nicht. Das wäre auch nochmal einer für uns gewesen. So ein großer, ja, auch kopfballstarker Mann, der auch mal einen Ball halten kann. Ich glaube, der würde uns auch noch ganz gut zu Gesichte stehen. Boniface, nächste Chance. Natürlich wieder Mamardashvili. Wer auch sonst. Aber ich glaube in echt, da kommt ja auch Igor Matanovic zurück vom KSC. Der hat auch eine sehr, sehr starke Saison beim KSC gespielt. Vielleicht ist das der Stürmer, den wir ja schon seit 2-3 Jahren nicht mehr hatten. Einer, der wirklich vorne die Bälle halten kann für seine Mitspieler. Und der auch Tore machen kann. Und endlich ist es passiert. Und wieder Victor Boniface. Und das ist die Entscheidung. Endlich. Finally. Und es konnte auch irgendwie nur er sein. Gegen seinen Ex-Club wieder eine gute Ecke von Chukwueze und dann steigt er wieder hoch. Da ist auch überhaupt gar keiner bei ihm. Mich interessiert wirklich, wie viele Schüsse wir dann haben. Da schellt die Hand dann noch so hoch vom Keeper, aber auch, Gott sei Dank, zu spät. Also auf der einen Seite wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von uns, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwach von Leverkusen. Da frage ich mich wirklich, wie sind die auf den 3. Platz hochgekommen im Verlauf der Saison. Und es ist ja noch nicht vorbei. Wieder Victor Boniface zum Hattrick. Nein. Da hat natürlich, wer auch sonst, Mamardashvili wieder was dagegen. Hofmann, Güle, also die haben auch gute Leute, auch auf der Bank. Das ist Wahnsinn, was die hier alles nachlegen können. Ich würde vielleicht nicht mit Maguire von Anfang an spielen. Dann wäre ich vielleicht auch nicht auf dem 3. Platz. Ich weiß es nicht. Jetzt aber Martin. Nee, also der darf heute nicht treffen. Das ist heute auch so ein Spiel, der kann noch 10 Stunden spielen. Dann wird er nicht treffen. Aber ich freue mich, dass wir gewonnen haben oder dass wir gewinnen werden. Oh, großer Fehler. Boniface, sehr schön. Und ich hoffe, dass, egal wer gegen die Bayern spielt, uns heute vielleicht ein bisschen Schützenhilfe leistet. Ja, es ist auch heute ein gebrauchter Tag für Leverkusen gewesen. Die spielen wahrscheinlich auch sonst ein bisschen stärker, ein bisschen besser. Ein Glück haben sie es heute nicht gemacht. Dürfen sie gerne wieder in den nächsten Spielen machen. So, wieder Chukwueze, auch wenn jetzt das hier ein Fehlpass wird. Wir waren heute einfach, ja, 1, 2 Klassen besser. Muss man dann halt auch einfach mal so sagen. Und vielleicht Martin jetzt nochmal, nee, also vielleicht im nächsten Spiel, vielleicht in den nächsten Spielen. Aber für dieses Spiel hat es nicht gereicht. Trotzdem 2-0 Sieg, hochverdient. Vielleicht sogar 1, 2 Tore zu niedrig. Wir müssen gleich mal gucken auf die Schussstatistik. Tja, und dann sind wir so gut wie Vizemeister, würde ich jetzt schon mal gefühlt sagen. Aber wir wollen natürlich mehr. Wir wollen das ganz große Ding. Wir wollen auf Platz 1. Aber dann müssen wir natürlich an den Bayern irgendwie vorbeikommen. Wir hatten dann am Ende sage und schreibe 23 Schüsse. Dem Ganzen standen 2 Leverkusener Schüsse gegenüber. Also wäre halt echt ein Skandal gewesen, wenn wir das nicht
2-3-0, 4-0 sogar gewonnen hätten. Also das war wirklich sehr, sehr dominant. Ja, und leider haben die Bayern wieder gewonnen. Also das wird echt ein Schneckenrennen. Wir müssen hier tatsächlich jedes Spiel gewinnen, weil die Bayern gewinnen offensichtlich auch jedes Spiel. Und es kommt dann halt wahrscheinlich zum absoluten Showdown gegen die Bayern. Oh, Abgang, ja, Chaibi. Haben wir ja gesagt, dann soll er beim FC Brentford spielen. Da wird er uns nicht gefährlich in der Liga. Ich glaube, es ist für beide Seiten ganz okay. Da haben wir genügend Ersatz. Noch genügend Spieler, die da auf jeden Fall spielen können. So, wir haben hier Marokko. Ja, natürlich ablehnen. Nationalmannschaft nehme ich nicht. Chaibi haben wir ausgeliehen. Wird er vielleicht auch wieder ein bisschen glücklicher. So, nächster Spieltag gegen Stuttgart. Auch auf dem Papier nicht ganz so einfach. In der Tabelle sind sie Neunter, haben auch vielleicht, ja, mit Platz 7, wenn Platz 7 noch reicht fürs internationale Geschäft, weiß ich ja nicht. Das müssen sie zum Beispiel auch mal mit hinzufügen. Ab nächste Saison gibt es ja dann auch bei EA FC 25 diesen neuen Modus in der Champions League, Euroleague und in der Conference League, also mit dem Ligensystem. Da bin ich zum Beispiel auch mal sehr gespannt, wie sie das machen, weil das wechselt ja immer von Jahr zu Jahr. Es bekommen ja immer die 2 besten Ligen oder Verbände, die am besten abschneiden, noch einen zusätzlichen Champions League Platz. Das müssen sie ja hier auch irgendwie reinkriegen ins Spiel. Ja, also wir spielen jetzt gegen den VfB. Wir können eigentlich nicht viel mehr machen, außer immer Spiele gewinnen. Was mich mal interessiert ist, wann wir gegen die Bayern spielen, dass ich mich da schon mal so ein bisschen drauf eingrooven kann. Oh, okay. Das ist natürlich unglücklich. Direkt nach dem Hinspiel in der Champions League gegen United. Tja, jetzt müssen wir da mit der in Anführungszeichen B11 spielen, ein bisschen die Mannschaft verändern. Dann haben wir auch nur 2 Tage Pause, ey. Das ist natürlich auch ein Witz. Bochum, Wolfsburg, dann haben wir hier United. Also hier, das wird ganz wichtig. Nach Union, die beiden Spiele, die werden sehr, 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 sehr wichtig. Ja, das kann schon über die ganze Saison entscheiden. Ich glaube, wenn wir das verlieren sollten, dann werden wir auch leider diese Saison leider kein Meister, weil 6 Punkte. Ich wüsste nicht, wo die Bayern noch 2 Spiele verlieren sollten, so konstant wie die spielen. Aber wir lassen uns überraschen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, dann macht das doch gerne. Aktiviert auch gerne die Glocke, wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt. Und dann geht's weiter gegen Stuttgart. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.